Okay, meine Freunde, endlich. Endlich ist es wieder soweit. Wir machen auf dem Kanal wieder was Sinnvolles, was Großes, was Revolutionäres und was Neues. Ja, ich weiß, viele von euch denken, hier auf dem Kanal ist es etwas ruhiger geworden, weil ich momentan sehr viel Energie in meinen Vlog-Kanal, in Podcast und so weiter und so fort stecke, aber dem ist nicht so. Ich bin wahnsinnig aktiv im Hintergrund für diesen Kanal und ich möchte euch mehr bieten, einen Mehrwert. Nicht einfach nur Videos, die ihr anguckt und dann vergesst, sondern wirklich einen Mehrwert. Und ja, dazu wisst ihr ja, baue ich gerade eine Website. Und diese Website ist natürlich nicht nur einfach eine Sammlung von Videos, sondern sehr viel mehr. Heute soll es nicht unbedingt um die Website gehen, sondern um ein Programm, das mit der Website zusammenarbeitet, denn es ist nicht, wie gesagt, nicht nur eine Webseite, sondern es ist wirklich mehr als das. Und eben eins dieser Dinge, die ich jetzt in der nächsten Zeit ankündigen werde, findet heute statt. Das andere übrigens morgen, also schaut auch unbedingt morgen vorbei. Und zwar, es geht heute um etwas, was ihr auf Instagram vielleicht schon gesehen habt, denn dort wurde das sehr aggressiv beworben von meinen Partnern. Ja, es geht um eine Werbung, die ein bisschen einen Komm-in-die-Gruppe-Vibe hatte. Es geht um die Master School. Und tja, was soll ich sagen, die ist tatsächlich echt, aber lasst mich hier ein bisschen ausholen, denn mit Komm-in-die-Gruppe hat das relativ wenig zu tun. Es ist ein Programm, um ins Web-Development reinzukommen. Das heißt, es ist ein Bootcamp. Für ein Bootcamp müsst ihr wirklich, wirklich viel leisten. Das ist nicht ohne, da müsst ihr wirklich richtig viel lernen in sehr, sehr kurzer Zeit. Es ist ein Quereinsteigerprogramm, das heißt, ihr könnt aktuell vielleicht gar nichts, ihr braucht keine Vorkenntnisse für dieses Bootcamp, aber danach sollt ihr, und das Programm geht nur circa 9 Monate, danach sollt ihr direkt im Job ankommen. Das heißt, direkt einen Job auch bekommen. Und das hört sich jetzt erstmal vielleicht bescheuert an, denn es ist keinerlei offizielle Qualifikation, es ist kein Studium, es ist keine Ausbildung, sondern es ist halt nur Fähigkeiten. Ihr lernt Fähigkeiten und das ist eigentlich auch der wichtigste Punkt. Das war irgendwie so, das ist für mich wichtig, denn wenn jemand was kann, dann ist es doch fein. Im Arbeitsalltag ist es relativ selten, dass man Inhalte aus dem Studium konkret braucht, irgendwelche komischen mathematischen Beweise oder sowas. Andere Inhalte hingegen sind relativ häufig, die ihr vielleicht nicht mal im Studium lernt. Also, wenn es nach meinem Studium geht, habe ich immer noch kein HTML gelernt. Also, das mal so als Vergleich. Wir wollen euch deswegen Inhalte vermitteln, die wirklich relevant sind, die man auch tatsächlich im Job braucht. Und das Ding ist natürlich, solche Jobs sind momentan so unfassbar gefragt. Ich meine, Digitalisierung, genau das ist ja das, was ich hiermit vorantreiben möchte. Wir wollen immer mehr digital haben, wir wollen immer besser sein digital und klar, dazu brauchen wir Entwickler. Und hier soll es eben so sein, dass ihr auf euren Kompetenzen aufbauen könnt und auf euren Kompetenzen basierend einen Job bekommt, nicht auf eurem Abschluss basierend. Das ist quasi so der Knackpunkt. Ich weiß, das ist schwer, erstmal und für viele auch ein bisschen komisch, aber es ist möglich und ich habe zum Beispiel auch nie darauf geachtet, was für einen Abschluss andere Leute haben, die sich zum Beispiel bewerben oder sowas, sondern es geht eher um das, was man wirklich kann. Und deswegen mache ich das Ganze auch nicht alleine, denn die Master School ist eng verwandt erstmal mit Praktikum 100. Das habe ich ja, Entschuldigung, das habe ich ja schon mal vor einem Jahr ungefähr beworben. Und dort sind tatsächlich einige von euch gerade fertig geworden. Das heißt, die hatten keine oder wenig Vorkenntnisse und sind gerade auf Jobsuche oder haben sogar schon einen Job. Und ich bin dort als Ansprechpartner und Betreuer bei dieser Kohorte sozusagen dabei gewesen von diesen 9 Monaten, die jetzt gerade zu Ende geht. Und ich muss sagen, die Lernkurven waren krass. Also am Anfang war es sehr, sehr schwierig und am Ende konnten die Leute das relativ gut. Und tatsächlich haben schon viele von denen, die dort eben teilgenommen haben oder teilnehmen noch, ein Jobangebot bekommen. Und darum geht es ja im Endeffekt. Ich möchte euch helfen, in euren Traumjob zum Beispiel reinzukommen. Und klar, wenn ihr hier fertig seid, dann seid ihr nicht irgendwie Senior-Entwickler oder krasse Profis oder könnt alles Mögliche. Das müsst ihr aber auch gar nicht, denn das kann man ohnehin nur durch jahrelange Erfahrung schaffen. Und selbst da muss man sich natürlich immer ranhalten. Man entwickelt sich, auch wenn man im Job ist, ständig weiter. Die Frameworks, die heutzutage verwendet werden, die gab es vor 10 Jahren noch nicht. Ja, aber so viel dazu. Das heißt, mit grundlegenden Kenntnissen kann man es erstmal reinschaffen in den Job. Und darum geht es ja, dass man anfangen kann. Und dann kann man ja immer mehr lernen, sammelt mehr Erfahrung und wird immer besser. Und im Schnitt landen gerade zwischen 80 und 90% der Leute vom Praktikum 100 wirklich in diesem Bereich, in dem sie das gemacht haben. Und das finde ich halt sehr, sehr cool. Deswegen möchte ich das Ganze jetzt auch mit der Master School noch eine Schippe mehr drauf treiben. Wie gesagt, bei Praktikum 100 war ich nur
so ein kleiner Begleiter, vielleicht ein Ansprechpartner, vielleicht habe ich gelegentlich mal was gemacht. Ich habe zum Beispiel jetzt Aufgaben ausgeteilt, ich habe ein bisschen Git gemacht, weil ich finde, dass man das dringend braucht und das stand nicht auf dem Lehrplan an sich drauf. Aber bei der Master School ist es jetzt ein bisschen anders. Hier bin ich wirklich für die Hard Skills zuständig und die Master School übernimmt eben Organisation, Management, weil damit will ich nichts am Hut haben. Das liegt mir A nicht und B finde ich es langweilig. Und ja, es muss aber leider trotzdem gemacht werden. Und unter den Leuten, die bereits an dem Praktikum 100 Bootcamp teilgenommen haben, sind jetzt eben auch Leute, die bei Google, Microsoft, Tesla, Intel, Facebook und vielen, vielen mehr arbeiten. Und die machen dann halt auch Gastvorträge, also dieses ganze Networking-Zeugs, das macht eben die Master School mit euch, das machen die Leute von dort mit euch, die machen dann Gastvorträge, die geben Tipps, die machen Soft-Skill-Training, also wie präsentiere ich mich, was muss ich bei einer Bewerbung beachten und so weiter und so fort. Tja, und ich bin eben für die Hard Skills zuständig, das heißt, ich bringe euch das tatsächliche Handwerk bei, ich bringe euch bei, wie ihr eben programmiert, also wir werden dort natürlich einen Fokus auf JavaScript haben, weil JavaScript einfach für Web viel, viel wichtiger ist als alles andere. Ich bin euer Ansprechpartner für Technisches und ich werde mit euch dann eben auch Coachings durchführen. Und eben, was ganz besonders ist, meine Academy, das ist die neue Plattform, an der ich ja gerade arbeite, die soll bis zum Start des Programms im November komplett nutzbar sein. Also nicht mit allen Features, das weiß ich nicht, ob ich das jemals hinkriege, aber die wichtigsten Features, die sind bis dahin fertig. Und ihr könnt dann natürlich diese Features für die Master School direkt mitbenutzen. Habt direkt eine Übungsmöglichkeit, habt direkt eine Möglichkeit, alles geordnet zu lernen und ja, das ist der Plan. Ein wichtiger Teil der Academy sind für mich auch die Prüfungen, das heißt, ich werde euch echte Prüfungen abnehmen, die ich als qualifizierte Programmierer zertifizieren soll. Das heißt, das sind keine Teilnahmezertifikate, sondern stellt euch das wirklich vor wie Prüfungen an der Uni. Und ja, natürlich werden diese Prüfungen auch für alle zugänglich sein. Das heißt, es ist nicht alles beschränkt auf die Master School Leute. Aber wahrscheinlich, so wie es aktuell aussieht, wird die Webseite nicht komplett fertig sein, bis die Master School startet. Die startet irgendwann im November. Und die Webseite, ich hoffe, dass wir es dieses Jahr noch fertig schaffen, aber ich kann es euch eben nicht versprechen. Wenn die Webseite das Stadium erreicht hat, wo ich sie veröffentlichen möchte, dann kriegt ihr natürlich nochmal ein separates Video, keine Sorge. Aber für die Master School Leute ist die Webseite halt eventuell schon ein bisschen früher zugänglich. Denn ja, die Features, die man braucht, die sind auf jeden Fall da schon da. Und nochmal kurz zurück zu den Prüfungen. Die sind sehr, sehr schwer. Ja, stellt euch die wirklich vor wie Prüfungen an der Uni mit dem Content, den man im Job braucht. Also die sollen sehr schwer sein und ich werde die euch abnehmen und ich werde auch drauf gucken, ob ihr das wirklich könnt. Ansonsten müsst ihr es nochmal machen. Und die sollen euch dann am Endeffekt, weil sie halt so schwer sind, einen echten Vorteil im Job bringen. Das heißt, es ist nicht einfach ein, jo, ich kann halt programmieren, ich habe einen Kurs gemacht, hier schau mal mein Wisch und das ist eigentlich nur ein Quiz gewesen, fertig ist es, sondern ich möchte euch eben hier die Möglichkeit geben, eine richtige Zertifizierung zu machen. Und ich arbeite da auch mit Partnern aus der Wirtschaft zusammen, die diese Zertifizierung dann akzeptieren werden und die euch dann zum Beispiel ein Praktikum oder sowas anbieten können, um dann halt direkt bei denen Fuß zu fassen und wirklich, damit ihr zeigen könnt, was ihr wirklich drauf habt. Natürlich kommt es immer auf eure Fähigkeiten an und das ist halt so das Grundding, was mir bei der Master School, aber auch bei der Academy wichtig ist. Es ist wichtig, dass ihr die Skills drauf habt, nicht, dass ihr einen Abschluss habt und den, keine Ahnung, mit irgendwelchen Ghostwritern oder sowas schreiben lassen habt, sondern es geht wirklich um die Skills. Kurz gesagt, ihr könnt eben, also wie gesagt, ich mache das nochmal alles separat in einem extra Video zur Academy, wenn es denn mal soweit ist. Aber kurz gesagt, ihr könnt auf die Features von der Academy zugreifen und natürlich ist die Academy dann am Ende auch für alle verfügbar, aber ihr habt dann natürlich auch gewisse Vorteile. Die Zertifikate sind natürlich ein gewisser Aufwand und die Leute von der Master School bekommen die auf jeden Fall. Okay, das waren jetzt ein Haufen Informationen, aber die Frage bleibt natürlich im Raum, was machen wir eigentlich bei dieser Master School? Es ist klar, für Webentwicklung brauchen wir erstmal Grundlagen. Das heißt HTML, CSS, JavaScript und Backend-Entwicklung sowie Datenbanken und die Arbeit mit einem Framework sind absolut unersetzlich. Das ist so das Grundlegende und ja, das hört sich erstmal wenig an, aber wir werden da wirklich tief gehen und die Techniken festigen, sodass ihr als Endprojekt sozusagen auch wirklich eine eigene Website programmieren könnt, die schon auch was drauf haben soll und damit könnt ihr das natürlich direkt in euer Portfolio reinpacken und dieses Portfolio dann für eure Bewerbung benutzen. Das ist das Ziel davon. Und ja, ein Portfolio
ist ja schon länger in der Industrie eigentlich Standard. Also ich meine, für kreative Leute hat man ja schon länger ein Portfolio, sowas wie Fotografie oder irgendwelche anderen Designsachen. Da hat man immer ein Portfolio, was man schon bisher alles gemacht hat. Aber auch für Webentwickler wird das immer wichtiger oder generell für Entwickler. Denn ein Portfolio zeigt im Endeffekt eure Arbeit. Und ja, darum geht es ja am Ende. Okay, jetzt die Frage, die jetzt wahrscheinlich noch vielen unter den Nägeln brennt, sind natürlich die Kosten. Und ja, die sind leider nicht for free. Also das ganze Master School Programm ist nicht for free. Das tut mir sehr leid, denn ja, ich bin nur ein kleines Rädchen in diesem ganzen System. Und auch die Academy zu erstellen, ist halt mit enormen Kosten verbunden. Auch für mich natürlich, ich investiere da gerade sehr, sehr viel rein und naja, irgendwann muss das Geld halt auch wieder zurückkommen, damit ich die Academy auch weiterentwickeln kann. Ich habe da, ohne Witz jetzt, ich habe so eine lange Feature-Liste für euch. Und ja, die kann ich halt nicht alle einbinden, wenn halt kein Geld da ist. Deswegen, ja, ihr wollt auch nicht gratis arbeiten als Webentwickler und ich muss euch dann quasi buchen, damit ihr meine Website weitermachen könnt. So ungefähr läuft das Ganze. Also, ja, genauso arbeiten halt leider Leute eben an meiner Website zum Beispiel nicht gratis. Aber, und das ist eben jetzt der große Punkt, warum ich das zusammen mit der Master School mache. Die Master School übernimmt erstmal wirklich komplett 100% eurer Kosten, bis ihr im Job angekommen seid. Das heißt, ihr müsst 0,0 € zahlen, bis ihr einen Job habt. Und zwar als Webentwickler. Denn das Bootcamp soll euch als Webentwickler zertifizieren. Und naja, wenn ihr halt kein Webentwickler seid, dann war das Bootcamp am Ende nicht erfolgreich. Das heißt, und auch dann übrigens nur, wenn ihr mehr als 35.000 € pro Jahr verdient, müsst ihr anfangen, was zu bezahlen. Und wenn ihr das habt, also als Webentwickler angestellt und mehr als 35.000 € pro Jahr Lohn, was absolut machbar ist, wie gesagt, 80 bis 90% schaffen das, dann erst müsst ihr jeden Monat 10% eures Gehalts an die Master School bezahlen und natürlich nicht für immer, ja, sondern diese 10% des Gehaltes sind, bis ihr die Gebühren von 12.500 € abbezahlt habt. Und ja, das ist sehr, sehr viel. Bei mir kommt davon leider nicht mal ansatzweise so viel an, das ist klar. Aber es ist so ein bisschen wie BAföG, könnt ihr euch das vorstellen. Die leihen euch das aus und fördern euch, dass ihr durch das Programm kommt. Und wenn ihr es durch das Programm wirklich erfolgreich schafft, und Erfolg bedeutet, man ist im Job, dann müsst ihr halt was zurückbezahlen. Es sollte aber auch klar sein, dass wir halt das Ganze nicht beliebig groß machen können, denn die laufenden Kosten übernimmt erstmal die Master School und ich halt auch im Vorfeld. Und deswegen ist, wie gesagt, jeder einzelne Student ist da quasi mit Kosten verbunden, deswegen können wir da halt nicht alle Leute nehmen, die sich drauf bewerben. Und deswegen gibt es auch, wie bei einem Stipendium eigentlich, ein Bewerbungsverfahren. Das heißt, erstmal gibt es einen Aufnahmetest, der ist übrigens nicht technisch, also ihr müsst, wie gesagt, nicht coden können, das ist keine Voraussetzung, sondern es geht erstmal darum, ob ihr wirklich den Willen habt, das Ganze durchzuziehen. Denn, wie gesagt, ein Bootcamp ist definitiv kein Zuckerschlecken, ja, das ist hart. Ich werde von euch einiges verlangen müssen. Ihr werdet sehr, sehr viel lernen in sehr, sehr kurzer Zeit und ihr müsst sehr, sehr viel leisten auch. Denn, wie gesagt, 9 Monate halt, das ist nicht allzu lang. Und deswegen müssen wir wissen, dass ihr das auch wirklich wollt. Also, dass ihr wirklich Webentwickler werden wollt. Und deswegen gibt es eben diesen kleinen Aufnahmetest und ein kleines Bewerbungsgespräch danach. Das findet übrigens auf Englisch statt, weil eben die Master School macht diese ganze Organisation. Und ich konzentriere mich auf die technischen Inhalte. Und die sprechen halt nur Englisch. Übrigens, das macht schon Sinn, das Ganze auf Englisch zu machen. Denn ihr solltet auch Englisch können. Ihr solltet Deutsch und Englisch können. Meine Inhalte sind auf Deutsch, aber die Sachen von der Master School, die sind auf Englisch. Also Vorträge, Gastvorträge zum Beispiel von den Leuten von Google, Facebook etc., die sind auf Englisch. Häufiger zumindest. Und ja, es macht schon Sinn, dass man dann auch ein bisschen Englisch sprechen kann. Und nach dem Interview werden eben die Top 50 an mich geschickt und die kommen dann rein. So, ja, jetzt habt ihr es gehört, es sind leider nur 50 Plätze drin. Das tut mir leid, mehr geht tatsächlich einfach nicht. Aber ich kann euch so viel sagen, wir bauen das gerade noch aus. Wenn das Ganze gut ankommt, wenn wir dementsprechend auch das Feedback einarbeiten können, wenn wir vielleicht die Academy besser machen, wenn wir das Ganze eben verbessert haben, dann können wir vielleicht in Zukunft auch andere Bereiche noch anbieten und noch besser das Ganze eben machen und eben auch mehr Plätze zur Verfügung stellen. In diesem Sinne, überlegt euch wirklich sehr, sehr genau bitte, ob ihr Webentwickler werden wollt. Und dann wünsche ich euch natürlich viel Erfolg bei der Bewerbung. Und jetzt bin ich auf euer Feedback gespannt in den Kommentaren unten. Wir hören uns. Bis dann.